All in einem Pankake. Unsere Gesellschaft entwickelt sich ständig weiter. Jedes Jahr kommen immer mehr ungewöhnliche Technologien auf, von denen einige fast wie Magie wirken. Interessant zu erfahren, worum es geht. Lass uns mal schauen. Die alten Menschen glaubten, dass jedes Naturphänomen, sei es Wind, Regen oder Erdbeben, seinen eigenen Geist oder Gott hatte. Und zum Beispiel, wenn die Ernte durch Dürre bedroht war, wandten sie sich mit Liedern und Tänzen an den Regengott und in manchen Fällen sogar mit Opfergaben, um ihn zu überzeugen, Wasser über die Felder zu gießen. Später griffen Science-Fiction-Autoren die Idee der Wetterkontrolle auf, sondern durch die Entwicklung von Technologien. Es ist nicht viel Zeit vergangen und das ist tatsächlich Realität geworden. In der Mitte des 20. Jahrhunderts gelang es Wissenschaftlern, eine Technologie zu entwickeln, die später als Wolkenimpfung bezeichnet wurde. Die aktive physikalisch-chemische Einwirkung von Reagenzien auf Wolken führt zu einer Veränderung des Phasenstatus, das heißt, sie ermöglicht es, Niederschlag auszulösen oder sogar Wolken zu zerstreuen, ohne dass sie Niederschlag abgeben. Und da diese Technologie schon seit über einem halben Jahrhundert existiert, wird es dich wahrscheinlich nicht überraschen. Aber was wäre, wenn wir Ihnen sagen, dass man Wolken nicht nur zerstreuen, sondern auch erschaffen kann? Das Projekt zur Wolkenimpfung in Dubai hat das erfolgreich bewiesen. Hier haben Wissenschaftler in den letzten 10 Jahren Wolken erschaffen. Das geschieht mit Hilfe von Salz, das aus Kanonen geschossen wird, die an Flugzeugen befestigt sind. Salzkristalle ziehen winzige Wasserpartikel an, die, wenn sie sich miteinander verbinden, immer schwerer werden und dann als Niederschlag fallen. Das Land liegt in einem Wüstenklima und deshalb ist eine solche Technologie einfach unerlässlich. Also, Wetterkontrolle ist kein Hirngespinst von Science-Fiction-Autoren mehr, sondern eine ernsthafte Wissenschaft. Und in unserer Zeit, in Zeiten globaler Klimaveränderungen, wird sie besonders relevant. Im Jahr 2015 erhielten 2 amerikanische Ingenieure ein Patent für eine ungewöhnliche Erfindung, einen akustischen Feuerlöscher. Wir alle wissen, dass Brände mit Wasser, Schaum, verschiedenen Pulvern und Gasen gelöscht werden. Aber wie Chang und Seb Robertson, Studenten der George Mason University im Bundesstaat Virginia, haben einen Feuerlöscher entwickelt, der keinen Füllstoff zur Brandbekämpfung verwendet, sondern nur niederfrequente Schallwellen. Die Technologie basiert auf folgendem Prozess. Laut dem Feuerdreieck braucht das Feuer einen Oxidator, Sauerstoff. Das von den Studenten entwickelte Gerät nutzt Musik mit niedrigen Frequenzen, etwa 30 bis 60 Hertz, um den Sauerstoff daran zu hindern, das Feuer zu nähern. Und die Flamme erlischt. Die Effektivität eines solchen Systems schien nicht geeignet zu sein, um etwas Größeres als eine brennende Pfanne oder ein ähnliches Objekt zu löschen. Die Autoren des Konzepts haben jedoch versprochen, die Konstruktion in Zukunft zu verbessern, damit sie auch mit der Lokalisierung größerer Brandherde umgehen kann. Und während die ganze Welt auf Neuigkeiten von ihnen wartete, wurde der akustische Feuerlöscher von Wissenschaftlern aus aller Welt, einschließlich russischen, aktiv weiterentwickelt. Wissenschaftler der Kurganer Staatlichen Landwirtschaftsakademie namens DS Malzew haben einen akustischen Feuerlöscher entwickelt, der sich von ausländischen Analogien durch eine kürzere Löschzeit bei identischem Stromverbrauch unterscheidet. Darüber hinaus ist dieses verbesserte Gerät jetzt auch für die Bekämpfung größerer Brände ausgelegt. Malzew entwickelte einen Schallfeuerlöscher, der sich von ausländischen Analoga durch eine kürzere Flammenlöschzeit bei gleichem Energieverbrauch unterscheidet. Außerdem ist dieses verbesserte Gerät jetzt auch für die Bekämpfung größerer Brände ausgelegt. Und im Gegensatz zu anderen Löschmitteln beschädigt es keine Dokumente bei der Brandbekämpfung, zum Beispiel im Archiv, oder Lebensmittel bei einem Brand im Lager. Und außerdem muss man nach seiner Benutzung keine Zeit mit Aufräumen verschwenden. Und überhaupt, das sieht mehr nach Magie aus. Das Feuer erlischt buchstäblich vor unseren Augen. In dem Science-Fiction-Film Avatar ist die Welt voller biolumineszenter Dschungel. Die Wissenschaftler ließen sich von der Idee des leuchtenden Laubs inspirieren und konnten dies sogar in der realen Welt nachahmen. Alles begann am Massachusetts Institute of Technology. Eine Gruppe von Studenten und Dozenten hat in diesem Bereich bedeutende Fortschritte erzielt. Es ist tatsächlich gelungen, Pflanzen durch genetische Manipulation zum Leuchten zu bringen. Allerdings strahlten sie nur für sehr kurze Zeit Licht aus und erloschen buchstäblich nach 3 Stunden.
und dann führte ein internationales Team unter der Leitung des Moskauer Biotechnologie-Startups Planta und der Russischen Akademie der Wissenschaften eine Reihe neuer Forschungen in diesem Bereich durch und veröffentlichte bald einen Bericht, in dem die Möglichkeit beschrieben wurde, praktisch jede Pflanzenart genetisch zu modifizieren und ihr Licht während ihres gesamten Lebenszyklus zu verleihen. Und obwohl leuchtende Bäume, die Straßenlaternen ersetzen könnten, immer noch eine Fantasie sind, können die Ergebnisse, die von einer internationalen Gruppe von Wissenschaftlern erzielt wurden, genutzt werden, um dekorative Pflanzen zu schaffen, die im Dunkeln leuchten und für ein breites Publikum zugänglich wären. Jetzt arbeiten die Wissenschaftler an weiteren Upgrades, wie der Fähigkeit von Pflanzen, ihre Helligkeit oder Farbe je nach Umgebungsbedingungen zu ändern. Für jedes Blatt Papier werden eine Menge natürlicher Ressourcen benötigt. Selbst wenn wir nur ein Blatt verwenden, kann das einen ziemlich großen Einfluss auf die Umwelt haben. Zuerst muss ein Baum gefällt werden. Jetzt kann es die Luft nicht mehr reinigen. Dann wird Energie benötigt, die ebenfalls giftige Substanzen in die Atmosphäre abgibt. Letztendlich erfordert der Prozess der Papierherstellung einen hohen Wasserverbrauch. Die Herstellung selbst eines einzigen Blattes Papier ist ein komplexer Prozess, der Auswirkungen auf die Umwelt hat. Ein verantwortungsbewussterer Umgang mit der Nutzung von Papierprodukten kann uns helfen, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Genau darüber haben sich die Spezialisten der Nanyang Technological University in Singapur Gedanken gemacht. Sie haben einen neuen Papiertyp entwickelt, den man mindestens 8-mal wiederverwenden kann. Und sie besteht nicht aus Zellstoff, sondern aus Pollen. Die Forscher haben gezeigt, dass man darauf sogar farbige Bilder mit hoher Auflösung mit einem Laserdrucker drucken kann, die man dann mit einer alkalischen Lösung wieder entfernen kann. Der Toner wird vollständig entfernt, ohne das Papier zu beschädigen. Die Autoren behaupten, dass das Papier aus Pollenhypoallergen ist und hoffen, noch in diesem Jahr mit der Massenproduktion zu beginnen. Über das Drucken auf Papier haben wir bereits gesprochen, und es wird für euch auch kein Geheimnis sein, wenn wir euch von 3D-Druckern erzählen. Diese Technologie gibt es schon lange. Plastikfiguren kann man ganz einfach in FAB-Labs großer Städte drucken. Aber was, wenn das Drucken nicht mit Plastik, sondern mit ganz anderen Materialien erfolgt? So haben israelische Wissenschaftler von der Ben-Gurion-Universität und dem Technion-Institut ein Gerät entwickelt, das Kopien von Korallen erzeugt, um die Toten zu ersetzen. Etwa ein Viertel aller Meeresarten lebt in Korallenriffen, die in den letzten Jahren rapide zerstört werden. In den letzten 50 Jahren hat sich die Fläche der Riffe halbiert. Deshalb ist ein solcher Drucker jetzt dringend notwendig. Für den Druck wird anstelle von herkömmlichem Plastikfilament Terrakottaton verwendet. Auf ihr können dank ihrer porösen Struktur ganz einfach Korallenalgen wachsen. Experimente im Roten Meer haben gezeigt, dass viele Fische bereits die künstlichen Riffe anerkannt haben und begonnen haben, sie zu besiedeln. Im Jahr 1987 wurde im Film Star Trek die Erfindung von 3D-Druckern vorhergesagt, aber nicht vom gewöhnlichen. Sie druckten sofort Essen auf dem Raumschiff Enterprise. Im Jahr 2018 gab die New Yorker Organisation Mattershift die Entwicklung spezieller Membranen auf Basis von Kohlenstoffnanoröhren bekannt, mit denen man Moleküle trennen und verbinden kann. Diese Membranen werden es ermöglichen, praktisch beliebige Gegenstände und Materialien aus einem Set von molekularen Bausteinen zu erstellen. Und mit bereits existierenden Technologien kann man Kuchen, Pfannkuchen und sogar Fleisch herstellen. Um zum Beispiel ein Stück Rindfleisch herzustellen, züchten die Wissenschaftler Kuhzellen in Bioreaktoren und sorgen dafür, dass sie sich vermehren. Dann können sie aus dem gewonnenen Material ein Steak oder ein Rindersteak drucken. Auf diese Weise hergestelltes Essen kann nicht nur ethisch sein, sondern auch funktional, wenn man dem Gericht die für die jeweilige Person fehlenden Vitamine und Mineralien hinzufügt. Allerdings ist kultiviertes Fleisch bisher 1000-mal teurer als normales und wird wahrscheinlich nicht populär, wenn die Wissenschaftler keinen Weg finden, die Produktionskosten zu senken. Der erste Burger mit kultiviertem Fleisch, der 2013 auf den Markt kam, wurde auf 32 Millionen Rubel oder 325.000 Dollar geschätzt. In mehreren Ländern wird die 3D-Drucktechnologie bereits im medizinischen Bereich eingeführt.
Wissenschaftler haben gelernt, mit dieser Methode Bereiche lebender Gewebe nachzubilden, die erfolgreich für die Testung von Arzneimitteln verwendet werden. Darüber hinaus arbeiten die Wissenschaftler derzeit auch an der Technologie, um funktionsfähige Organe auszudrucken, die als Spenderorgane bei Operationen verwendet werden können. Die Technologie des 3D-Drucks von menschlichen Organen hat sich seit ihrem Auftauchen bereits erheblich verändert. Sie verwendet spezielle Patronen, die mit einer Suspension aus lebenden menschlichen Zellen und einem intelligenten Gel gefüllt sind, das Struktur verleiht und biologisches Gewebe erzeugt. Beim Drucken wird das Gel gekühlt und ausgewaschen, sodass nur die Zellen übrig bleiben. So gelingt es, Testmodelle von Organen nachzubilden, aber es gibt noch Schwierigkeiten mit ihrer natürlichen Funktionalität. Sobald diese Schwierigkeiten überwunden sind, müssen die Menschen sich keine Sorgen mehr über das Warten auf Spender machen. Es wird eine wahre Revolution stattfinden, die die Transplantationssphäre grundlegend verändern wird. Wissenschaftler aus dem kalifornischen Startup Travelmate Robotics haben eine interessante Lösung für diejenigen gefunden, die es leid sind, schwere Taschen zu schleppen. Jetzt werden sie von selbst hinter ihnen herlaufen. Wissenschaftler haben einen Roboter und ein Antriebssystem in einen normalen Koffer eingebaut, das es ihm ermöglicht, seinem Besitzer wie ein treuer Hund zu folgen. Er kann sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Position fahren und dabei Geschwindigkeiten von bis zu 10 Kilometern pro Stunde erreichen, sodass er mit einer Person, die zu einem Flug eilt, mithalten kann. Der Superkoffer ist mit einem GPS-System und einem Diebstahlschutz ausgestattet. Er blockiert die Räder und gibt ein Signal, wenn ein Diebstahlversuch unternommen wird. Der Akku hält etwa 4 Stunden. Der Akku lässt sich sowohl über USB-Ports als auch an einer normalen Steckdose ganz einfach aufladen. Stellt euch einen Koffer vor, der euch buchstäblich folgt. Das ist wirklich eine erstaunliche Errungenschaft der Technologie, die vor nicht allzu langer Zeit noch unglaublich schien, aber jetzt ganz real ist. Wissenschaftler arbeiten ständig an neuen Möglichkeiten, Geräte aufzuladen. Eine der interessanten Richtungen ist das Laden über Wi-Fi. Anstatt das Gerät mit einem Kabel zu verbinden, kann es Energie über drahtlose Netzwerke beziehen. Und die drahtlosen Ladegeräte, die wir jetzt haben, sind tatsächlich an eine normale Steckdose angeschlossen und erfordern einen Kontakt, um Energie zu erhalten. Das ist ja eine ganz andere Technologie. Sie könnte es Geräten ermöglichen, automatisch Energie aus der Umgebung zu beziehen, was besonders nützlich für Geräte sein kann, die im Raum bewegt werden müssen. Ein solcher Ansatz könnte unser Leben bequemer machen, da er keine ständige Verbindung zur Steckdose erfordert. Ein Team von Wissenschaftlern der George Washington University testet aktiv eine Technologie, die den Namen Power over Wi-Fi trägt. Die Entwickler haben Prototypen von Temperatursensoren geschaffen, die sich über Wi-Fi-Module aus einer Entfernung von 6 Metern mit Energie versorgen. Außerdem haben die Autoren der Technologie die Möglichkeit der drahtlosen Aufladung kleiner Nickelmetallhydrid- und Lithium-Ionen-Knopfzellen demonstriert, die auch als Uhrenbatterien oder Tabletten bezeichnet werden. Die Technologie Power over Wi-Fi kann außerdem mit bestehenden Routern verwendet werden und stört nicht die Datenübertragung. Die Entwickler sprechen von der Optimierung von Routern durch ein einfaches Firmware-Update, nachdem sie die Möglichkeit haben, Batterien drahtlos aufzuladen. Dabei hat diese Funktionalität praktisch keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit und Stabilität der drahtlosen Internetverbindung. Es ist also durchaus möglich, dass wir in naher Zukunft unsere Handys drahtlos aufladen können. Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas hat der Konzern BMW eine beeindruckende Präsentation eines Prototyps des digitalen Autos der Zukunft durchgeführt. Sein Gehäuse ist vollständig mit elektronischem Papier, E-Ink, bedeckt, wodurch man das Aussehen des Autos praktisch komplett verändern kann. Millionen von Mikrokapseln, die so dick sind wie ein menschliches Haar und auf elektrische Signale reagieren. Das ist der Grund, warum es möglich ist, die Farbe des Autokarosseriekörpers zu ändern. Das Gehäuse ist in 240 Segmente unterteilt. Jedes dieser Segmente hat ein eigenes Display, das das Bild unabhängig von den anderen ändern kann. Dank dessen kann man unendlich viele Muster erstellen und sie buchstäblich in Bruchteilen von Sekunden ändern. Die EP-Folie, die
auf die Oberfläche des Autos aufgebracht wird, kann bis zu 32 verschiedene Farben anzeigen und wird mit nur einem Knopf gesteuert. Der Konzeptwagen BMW X-Flow kann sich sofort verwandeln, zum Beispiel von weiß in schwarz und umgekehrt, sowie in andere Farben. Eine Art Chamäleon-Auto. Im Internet wird viel darüber gescherzt, dass das perfekte Auto ist, um einer Verfolgung zu entkommen. Die Entwickler erklären, dass sie die Technologie nicht nur für die Effizienz und die Möglichkeit, das Licht je nach Stimmung zu ändern, geschaffen haben. Es wurden viele Vorteile berücksichtigt, darunter die verschiedenen Eigenschaften von hellen und dunklen Tönen bei der Reflexion und Absorption von Licht und Wärme. Zum Beispiel wird die dunkle Verkleidung bei kühlem Wetter der Maschine helfen, mehr Sonnenlicht zu absorbieren, während man, wenn man das Auto in der Sonne parken muss, die Erwärmung verringern kann, indem man die Farbe der Karosserie auf hell ändert. Was wäre, wenn wir unsere Träume aufzeichnen und sie dann auf dem Computer oder noch besser in Virtual Reality Brillen abspielen könnten? Diese Frage stellte sich eine Gruppe japanischer Wissenschaftler, die beschlossen, die Technologie der Neurovisualisierung zu nutzen, um die Abhängigkeit zwischen der Aktivität bestimmter Gehirnareale und Träumen zu bestimmen. Indem sie das Gehirn eines schlafenden Menschen scannen, scheint es, als hätten sie den visuellen Inhalt von Träumen entschlüsseln können. Obwohl die Technologie noch nicht in der Lage ist, Träume so aufzuzeichnen, als würde der Mensch sie aus der Ich-Perspektive sehen, ermöglicht sie es, Bilder zu assoziieren, und es wird erwartet, dass die Ergebnisse mit der Weiterentwicklung der Technologie immer genauer werden. Wie passiert das eigentlich? Wissenschaftler haben eine Gruppe von Freiwilligen zusammengestellt, die bereit waren, in einem Magnetresonanztomographen zu schlafen, der die Aktivität des Gehirns misst, indem er die Veränderung des Blutspiegels in verschiedenen Bereichen erfasst. Sobald die Probanden einschliefen, wurden sie sofort geweckt und gefragt, was sie zuletzt in ihrem Traum gesehen hatten. Indem sie diese Informationen zusammenführten, begannen die Forscher, eine Datenbank zu erstellen, die das Aktivitätsniveau des Gehirns, dessen Standort und das Bild, das der Proband im Traum gesehen hat, umfasste. Mit mehr Daten und Probanden kann man eine vollständige und genaue Datenbank aller möglichen Träume erstellen. Aber dafür braucht man auch ein Gerät, das die Gehirnaktivität genauer messen kann. Und genau das wird von einer Gruppe unter der Leitung von Dr. Mohan Cerf aus den USA entwickelt. Sie suchen nach einem Gerät und seinen Eigenschaften, um nicht nur aktive Bereiche des Gehirns zu erkennen, sondern sogar einzelne funktionierende Neuronen. Der Traum beschränkt sich nicht nur auf Bilder, sondern umfasst Stimmen, Gerüche. Alle Gehirnbereiche sind. Bald wird ein Gerät entwickelt, das Träume liest. Überraschungen mit innovativen Ideen. Seiner Meinung nach sind alle Bereiche des Gehirns, unabhängig davon, ob man wach ist oder schläft, miteinander verbunden, und die Menschheit wird früher oder später in der Lage sein, ein Gerät zum Lesen von Träumen zu entwickeln, von dem er sagt, dass es nur einen Schritt bis zum Lesen von Gedanken entfernt ist. Moderne Wissenschaftler überraschen uns ständig mit innovativen Ideen. Die genannten Beispiele zeigen, dass die Welt sich tatsächlich ständig verändert, auch wenn diese Prozesse für dich ganz unauffällig sind. Wer weiß, vielleicht wird in ein paar Jahren jemand etwas erfinden, das die gesamte Menschheit erstaunen und verblüffen wird und sogar den Lauf der Geschichte verändert. Wir können nur beobachten. Freunde, ihr habt die Möglichkeit, Teil des Pankake-Teams zu werden. Wenn du über Videobearbeitungsfähigkeiten verfügst, Videos auf Russisch und Englisch vertonen kannst oder interessante Skripte schreibst, würden wir uns freuen, mit dir zusammenzuarbeiten. Schreib uns einfach eine E-Mail, die im Beschreibungstext zu finden ist. Danke fürs Zuschauen. Schreibt uns eine E-Mail, die im Beschreibungstext zu finden ist. Danke fürs Zuschauen.